Wenn man keinen Bezug hat zu dem Land, wird es schwierig. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich kein Freund der EU bin. Zumindest nicht in der jetzigen Form, die mit Gängeleien die Bürger eher einschränkt, als ihre Kreativität und die Individualität zu fördern. Hallo und willkommen zurück zu Mr. Marcells Vlog. Mein Name ist Marcel und du hast den YouTube-Kanal speziell für Bulgarien-Themen eingeschaltet. Ja, ich bin hier aktuell in Varna am Zentralstrand, also nicht Goldstrand, sondern direkt in Varna am Strand, der mindestens genauso schön ist, den ich dir heute auch zeigen möchte. Und heute geht's in meinem Video sehr viel um persönliche Dinge. Das heißt, ich stelle mich ein bisschen vor. Wer mich noch nicht kennt, wird mich etwas näher kennenlernen. Und wir machen gleichzeitig einen kleinen Spaziergang hier am Strand. Das ist die Vorsaison. Wir haben Anfang Juni 2025. Es ist ein Freitag und der Strand ist noch sehr, sehr leer. Obwohl das Wasser schon ziemlich warm ist. Ich nehme mich heute mit, für eine knappe Viertelstunde mich zu begleiten. Und ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst. So, wir sind gerade von dort gekommen. Dort ist der Meeresgarten, Morskata Gradina genannt, der die Innenstadt von Varna trennt zum Meer hin. Und hier haben wir schon die privat bewirtschafteten Sonnenschirme und Liegen. Da gucken wir uns auch gleich mal den Preis an. Der ist nämlich auch gestiegen. Ja, sehen wir schon. Eine Liege 7 Lever und ein Chaiselong 7 Lever. Wer neu auf meinem Kanal ist und sich noch nicht mit der Umrechnung auskennt, der braucht es eigentlich auch nicht auswendig lernen, weil gerade vor ein paar Tagen wurde beschlossen, dass zum 1. Januar 2026 hier der Euro eingeführt wird. Aber für diejenigen, die es noch nicht wissen, man kann immer die Preise durch 2 rechnen. Also ganz grob, eigentlich offiziell 1 Euro 1,955 noch was, Lever, bulgarische Lever. Aber man sagt immer 1 durch 2, das heißt also eine Liege 3,50 € und ein Schirm auch 3,50 € in dem Falle. So. Und die Schirme, naja, Bastschirme, kleiner gehen sie nicht. Der Abschnitt hier, da würde ich kein Geld für ausgeben. Aber schauen wir mal weiter. Gut, wir werden mal hier in die Bucht von Varna schauen. Da hinten ist Kap Galata, kann man auch mit dem Bus hinfahren, mit einem öffentlichen städtischen Bus. Da hinten ist der Port Varna, also der Hafen. Werde ich euch mal auch mitnehmen in den nächsten Tagen. Ja, da ist der Bademeister, ein bulgarisches Spasitel. Und wie in vielen Ländern da oben haben wir dann die Fahnen mit den verschiedenen Farben. Heute ist also die mittlere Stufe gelb. Das heißt, man darf baden, aber ohne Badeutensilien, also sprich ohne Badematratze, Schwimmmatratze, Luftmatratze, genau. Das Wort hat mir gefehlt. Ja, schaut mal, ist nicht überlaufen. Ja, wie angekündigt, möchte ich mit euch mal ein paar Gedanken austauschen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich jedes Jahr mehrmals in Bulgarien, habe mich auch lange Zeit mit dem Thema Auswanderung beschäftigt. Ich bin ein halber Bulgare, meine Mutter ist Bulgarin und kurz nach dem Studium der Veterinärmedizin, wo sie auch meinen deutschen Vater kennengelernt hat, in die DDR gekommen.
Und dort wurde ich dann auch geboren. Das heißt, der Bezug zu Bulgarien war natürlich die ganze Zeit da. Wir sind immer in den Sommerferien hierher für 4 Wochen, haben mein Cousin, meine Tante, mein Onkel hier in Varna besucht und natürlich auch meine Großeltern, die sich im Inland befanden, inzwischen verstorben. Und hier wurde ich dann immer, meine Mutter ist dann bei ihren Eltern geblieben und ich wurde hier sozusagen für 2 Wochen verschickt zu meiner Tante und meinem Onkel. In Bulgarisch heißt es Vojna in Dojčo, ist so ein Kosename. Eigentlich Lela in Chicho, aber so sollte ich sie nennen. Da habe ich ein bisschen Bulgarisch gelernt, nicht fließend, aber habe mich immer mal so durchgewurschtelt und hat mir Spaß gemacht. Da war ich hier immer alleine am Strand. Meine Tante und Onkel mussten ja arbeiten. Und mein Cousin war auch nicht interessiert, so am Strand, den Strand zu gehen. Ja, und so ging es dann halt über mehrere Jahre. Und dann kam auch die Wende, die erstmal für uns DDR-Bürger ja natürlich extrem gut war, weil schlagartig wurde Bulgarien sehr billig. Vorher, muss ich sagen, war es nicht billig für die DDR-Bürger, da man über 4 DDR-Mark für einen Lev ausgeben musste und man auch nur begrenzt umtauschen durfte in einem Jahr. Das war alles ziemlich teuer für DDR-Bürger, muss ich sagen. Habe mich dann immer gefreut, wenn mein Großmutter und mein Großvater für mich übers Jahr hinweg, und nicht nur für mich, sondern auch natürlich für meinen Bruder und meinen Cousin, von ihrer Rente Levče gespart haben und uns die dann übergeben haben. Und das war dann immer so, ich kann mich erinnern, so bestimmt 50 Lever. Das war echt viel damals. Wie viel es jetzt wert ist, komme ich gleich zu. Und da war ich hier faktisch der King. Ne? Da hat auch noch eine Barnica 20 Sotinki gekostet. Und ein Weißbrot 30 Sotinki. Ja. Ja, wie hat sich dann weiterentwickelt nach der Wende? Dann kam ja die D-Mark und schlagartig haben wir dann für eine D-Mark ziemlich viele Levers bekommen. Die wurde ja dann auch angekoppelt, also der Lev wurde angekoppelt an die D-Mark damals und jetzt ist er ja auch angekoppelt an den Euro. Den Kurs hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. Den kennt ihr ja sicher, wenn ihr Bulgarien Interessierte seid. Und dann ging das Ganze, ja, jetzt eigentlich bis zu Corona, war das alles ganz prickelnd und interessant für uns Deutsche. Weil es war alles wirklich sehr günstig. Die Hotels waren günstig. Man hat hier an dem zentralen großen Interhotel, Chernomore heißt das, hat man für 40 € ein ganz tolles Zimmer gehabt. Klein zwar, aber mit Frühstück und ja, dann lass es mal 50 € gekostet haben. Kostet jetzt über 100 €. Ja, nur mal als Beispiel. Und jetzt muss ich aber sagen, ja, ich habe dann die Wohnung übernommen von meinen Großeltern. Die habe ich euch ja auch schon mal in einem Beitrag gezeigt. Und ich bin jedes Jahr mehrmals hier. In Varna nicht unbedingt jedes Jahr, aber jedes zweite Jahr. Es hat sich viel verändert in Bulgarien. Die Mentalität hat sich verändert, aus meiner Sicht. Also nur ganz klar meine Sicht der Dinge. Es werden Wörter benutzt, Anglizismen, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und gut, das ist natürlich mein Ding. Ist ja wie bei uns, da gibt es ja dann auch viele Anglizismen, die verwendet werden. Aber ist man mal 2, 3 Jahre nicht hier, versteht man viele Sachen nicht. Also ich muss dazu sagen, ich verstehe natürlich mehr Bulgarisch, als ich auch selber sprechen kann, aber ich kann es lesen.
Ich kann die Buchstaben lesen. Und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, wie ich es einschätzen würde, ist es jetzt wirklich immer noch so interessant für Deutsche zum Auswandern? Ist Bulgarien tatsächlich noch so attraktiv? Ich will mal die Antwort vorwegnehmen. Wenn man keinen Bezug zu diesem Land hat, so wie ich es gerade erzählt habe, über mich, familiäre Wurzeln, russische Wurzeln, dass man wenigstens auch die Schrift lesen kann, ist es aus meiner Sicht nicht mehr so attraktiv wie vor 5 oder 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Die Immobilienpreise sind gestiegen, gerade hier an dem Meer, extrem, im Inland auch. Das ist immer noch günstiger, aber muss man schauen. Na? Ja, der Standard hat sich auch erhöht, ist klar. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das hier früher aussah, dieser Strandabschnitt. Ziemlich runtergekommen, dieser zentralen Plage. War schon immer kostenlos, der Eintritt. Aber halt ziemlich runtergekommen. Also hier so eine Beachbars, die wir jetzt hier in jedem kleinen Abschnitt finden. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, immer Varna ist hier der Beach immer in so eine Abschnitte unterteilt. Begrenzt durch so eine Gebäude, die in U-Form zum offenen Meer stehen. Und da drinnen befinden sich dann immer meist die Restaurants, die Beachbars. Hier haben sie auch vor ein paar Jahren neu gemacht. Die Sea Terraces, Seeterrassen. Da oben kann man wirklich schön sitzen und ein Abendbrot genießen oder auch einen Mittag. Das ist toll, eine schöne Sicht. Ja, also zurück. Wenn man keinen Bezug hat zu dem Land, wird es schwierig. Es war schon immer schwierig, klar. Es war schon immer ein Abenteuer. Gerade für Deutsche, die mit den Buchstaben nichts anfangen können. Die Mentalität ist eine andere. Ja, nein. Kopfbewegung ist anders. Kennt ihr sicher. So, heute Beispiel da hinten. Zeige ich euch nochmal. Ganz hinten ist ein öffentliches Schwimmbad. Ja, hat 3 große Becken. Eins für Schwimmer, eins für Freischwimmer und ein überdachtes. Und da war ich vorhin da und habe mit der Einlasserin mal kurz gesprochen, in Bulgarisch, und mich über die Gegebenheiten mal informiert, weil das ist natürlich dort nicht in Englisch oder schon gar nicht in Deutsch ausgeschrieben. Und da wurde mir gesagt, also maximal Zeit im Wasser, 45 Minuten kann man buchen. Länger darf man da nicht in dem Becken bleiben. Einlass ist immer 10 Minuten zur vollen Stunde, aber auch nicht ganztägig, sondern muss man auch die Eintrittszeiten vom Vormittag und Nachmittag beachten. Die haben nämlich eine lange Mittagspause. Dann darf man also 10 vor der vollen Stunde da rein. Dann darf man also zur Stunde genau in das Schwimmbecken. Und 45 kommt ein Trillerton, eine Trillerpfeife vom Bademeister, dass man raus muss, und dann hat man 15 Minuten Zeit, sich wieder umzuziehen, und dann muss man wieder raus. Das Ganze kostet 4 Lever, also 2 Euro. Ich weiß nicht, ist sehr merkwürdig. Muss man auch mit umgehen können, nicht wahr? Ihr wisst, was ich meine. Gut, also zurück zum Thema. Die Preise sind hier nochmal in den letzten 2 Jahren erheblich gestiegen. Und ich möchte nicht wissen, was ab 1. Januar hier passiert. Ja. Gut, solche Schönheiten hier am Strand wird es immer geben. Aber ich habe mal die Karte angeschaut, die hier in meinem Beach Club, ich bin heute hier bei dem, da ist es so, dass die Liegen frei sind. Also man bekommt 2 Liegen und einen großen Sonnenschirm, und die sind frei, aber man hat einen Mindestverzehr. Ja, kennt man ja auch aus anderen Ländern, ist verständlich, die müssen ja auch die Umsätze machen.
Aber da kann ich mich entsinnen, war es im letzten Jahr immer so, dass es immer so 20 Lever Mindestverzehr gab. Oder auch 30 dann mal. Heute kommen wir an, ich frage 50 Lever Mindestverzehr. Gut, ist schnell erreicht, wenn ein Shopster Salat hier am Strand 14 Lever kostet. 7 Euro, ja. Hat vor Jahren mal 6 Lever gekostet. Schon Maximum. Wirklich Maximum, eher weniger. Oder ein Shot, Rakia, das ist hier der traditionelle Schnaps. Habe ich gesehen, kostet 6 Lever. Da hat man früher eine ganze Flasche für bekommen. Ach, ich glaube, noch viel weniger, weil es war so eine Art, ja, billig Schnaps aus Weintrauben oder Pfirsich oder das, was da alles gemacht wird. Ne? Gut, dann kann ich euch noch etliche Beispiele nennen. Ich bin hier jedes Mal entsetzt aufs Neue, und zwar jährlich, in welchem Takt hier der Preis erhöht wird. Gut, bei uns sind die Preise auch hochgegangen. Klar. Aber ich denke und frage mich manchmal, welcher Bulgare, außer die Hot Volée, die, sagen wir mal, nach der Wende geschickt zu Geld gekommen sind, ihr wisst, was ich meine, die dann hier auch mit den großen BMWs, SUVs, Audis rumfahren. Aber der ganz normale Bulgare, was verdient er inzwischen? Da beziehe ich mich jetzt mal auf Longshot Litza. Das ist der YouTuber, der in Hallahoy, auch in der Nähe von Burgas, wohnt. Ein Auswanderer, ein Deutscher. Ihr kennt ihn sicher. Ich verlinke ihn euch mal. Der hat neulich darüber auch mal berichtet. Er hat gesagt, dass im Jahre 2000 hier das Einkommen bei 100 Euro lag als Durchschnitt. Kommt aus meiner Sicht nicht ganz hin. Ich glaube, im Jahre 2000 war es schon ein bisschen höher. Lass es 200 Euro gewesen sein und jetzt der Durchschnitt 1200 Euro ist. Dann würde man ja sagen, gut, dann, wenn die Preise sich verzehnfacht haben, dann kommt das ja auch hin. Aber irgendwie kommt das aus meiner Sicht, und ich komme hier schon seit über 50 Jahren her, kommt das irgendwie trotzdem nicht hin. Ja, der Lebensstandard ist hochgegangen, gerade hier in den Großstädten am Meer. Hier gibt es auch die Jobs. Und hier lässt sich gut leben, irgendwie doch, weil natürlich auch die meisten ihre Eigentumswohnungen haben. Nicht so wie bei uns, der größte Teil der Bulgaren hat hier eine Eigentumswohnung und muss halt keine große Miete bezahlen. Ja. Da steht natürlich dann viel mehr Geld am Ende des Monats noch zur Verfügung. Oder am Anfang, je nachdem, wie man es sieht. Aber hier ist ja total leer. Hier ist ja wirklich sehr leer, dieser Teil. Ja, da hinten geht es dann zum Rapongi Beach. Das ist dann so ein Edelbeach mit künstlichen Palmen und so. Und vielleicht stelle ich euch den auch nochmal in einem anderen Video vor. Und da hinten, da laufe ich dann auch nochmal in einem anderen Video lang mit euch. Da sind dann die ganzen Restaurants am Wasser. Kann man bestimmt einen Kilometer laufen. Das ist ganz nett. Ja, da hinten Galata habe ich ja schon erzählt. Mal zurück. Ja, zusammengefasst ist für mich ganz persönlich, und bin ich ganz ehrlich zu euch, das Thema Auswanderung nach Bulgarien so ziemlich erledigt. Ich bin an so einem Punkt wie Longshot Litza jetzt es auch schon ist. Ich bereise im Winter ja auch sehr gerne Asien und da speziell Thailand und Vietnam. Und das ist nochmal dann doch erheblich anders als hier mittlerweile. Ja, von der Freundlichkeit der Menschen. Ich will hier nicht alle in einen Topf werfen. Ja, klar.
Die allermeisten Bulgaren sind auch noch weiterhin freundlich und auch gerade zu Ausländern sind sie bemüht, wenn die merken, man kommt aus Deutschland, ohne dass man sich zu verstehen gibt, aber irgendwie merken sie es. Und ich spreche Bulgarisch, switchen ganz viele automatisch schon in Deutsch, wenn sie es dann können, um. Das macht mich stolz. Ich freue mich da. Die freuen sich auch, dass sie mit mir Deutsch sprechen können. Und das ohne Zweifel, ja. Aber insgesamt, dieser Service-Gedanke hat sich immer noch nicht durchgesetzt und wird sich auch die nächsten 30 Jahre nicht durchsetzen. Ja, dass der Kunde, der bezahlt, der König ist und nicht umgedreht. Ja, bestes Beispiel heute Morgen. Ich habe ja hier diesmal kein Hotel gebucht, sondern eine Wohnung angemietet. Und da bin ich frühmorgens zum Sakuska. Sakuska ist so diese typischen kleinen Teile, Blätterteigteile, die man hier kauft. Zum Frühstück, ihr kennt das, Börek, heißt es in Türkisch, gibt's auch hier, aber Banica, Kifla, Kaşkavalka, also mit Käse, irgendwelche Teigteilchen. Und das war so typisch, wie sie mir da begegnet ist, diese Verkäuferin, so wie sie hätte auch zutiefsten kommunistischen Zeiten begegnen können. Also unfreundlich. Was willst du denn jetzt? Womöglich willst du etwa hier bei mir Geld lassen? War keine gute Erfahrung heute Morgen. Ja? Hätte alles ein bisschen freundlicher sein können. Ja, und ich muss sagen, der Gedanke, nach Asien auszuwandern, reizt mich momentan viel mehr als hierher. Ja, obwohl ich hier die Wohnung habe im Inland. Und selbst wenn ich die Wohnung hier hätte, in Varna, muss ich sagen, überlege ich es mittlerweile mir dreimal. Ja, welchen Anlass sollte es geben? Ja, ich spreche die Sprache ein wenig, ja. Und hier ist auch der Sommer etwas länger und er beginnt auch etwas früher, ja. Ja, weil man sieht, jetzt hier Anfang Juni, ich glaube in Warnemünde könnte man hier noch nicht so einfach am Strand liegen, unter Umständen. Ich kann mich entsinnen, da war ich einmal, schon wieder 15 Jahre her, auf Rügen am 6. Juni und ich war im dicken Wintermantel, so kalt war das. Es war für mich eine Lehre, Anfang Juni nie wieder zur Ostsee zu fahren. Ja, zurück zum Thema. Und ich sage mal so, wer zurzeit überlegt, auszuwandern, sollte es sich reiflich überlegen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier der endgültige Euro eingeführt wird, in Schengen ist dieses Land ja schon seit Anfang des Jahres vollständig, gehen die Preise nochmal wieder hoch und dann ist es zumindest vom Preislichen her überhaupt gar nicht mehr attraktiv. Also ich war bei Kaufland jetzt vor ein paar Tagen, da waren die allermeisten Preise teurer als bei uns. Schafskäse, wo man eigentlich denkt, ja, wird im Land produziert, wird ja nicht teuer sein. Viel teurer als bei uns. Butter, viel teurer. Milch, teurer. Mehl und Zucker genauso wie bei uns. Also der Aspekt, wer unter dem Aspekt der Finanzen hier auswandern möchte, dieser Grund ist aus meiner Sicht nicht mehr gegeben. Obwohl natürlich immer noch die Preise zwischen Inland und hier am Strand natürlich auch nochmal differenzieren oder hier an der Küste. Aber ich habe zum Beispiel einen Döner mir in Haskovo mal angeschaut. Haskovo ist eine Stadt mitten im Inland, ganz weit weg vom Strand. Da hat der auch 10 Lever gekostet, ein großer Döner. Ja? Und hier hat er 9 Lever gekostet gestern, habe ich angeschaut. Also, naja, man sollte nicht alles an Döner festmachen, oder? Aber es sind so ein paar Werte, so ein paar Eckwerte. An bestimmten Produkten macht es ja jeder für euch, denke ich mal, fest. Ja. Wir kommen langsam zum Ende von diesem Video. Wenn ihr noch trotzdem an bulgarischen Themen interessiert seid, abonniert doch einfach meinen Kanal, Mr. Marcel Vlog. Ich will auch nochmal an der Stelle alle neuen Abonnenten begrüßen und natürlich auch die alten grüßen, die mir vom ersten Tag an, diesen Kanal gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr, die Treue halten, auch immer ganz fleißig kommentieren.
Danke dafür. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr eure wertvolle Zeit mit mir verbringt. Das schätze ich wirklich sehr. Ansonsten für die, die mich noch nicht kennen, die aber weiter interessiert sind an Bulgarien-Themen, abonniert doch einfach meinen Kanal. Drückt ein Like. Ihr kennt diese ganze Chose mit dem Algorithmus von YouTube. Und vielleicht sogar diese besagenumwobene Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn Bulgarien-Themen rauskommen. Ich stelle auf meinem Kanal Immobilien vor, Land und Leute und habe da so ein bisschen noch eine Idee, was ich so als Unterhaltung mal einflechten möchte als Video. Was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, der negativ hier auffällt, ist, dass inzwischen natürlich Bulgarien die umklammernden und aus meiner Sicht absolut übertriebenen EU-Regularien einhalten muss. Ja, offenes Geheimnis, dass ich kein Freund der EU bin. Zumindest nicht in der jetzigen Form, die mit Gängeleien die Bürger eher einschränkt, als ihre Kreativität und die Individualität zu fördern. Ganz zu schweigen von den lokalen Gegebenheiten, die immer mehr gleichgemacht werden. Ja, und da rede ich jetzt nicht von den Plastikdeckeln, die ja auch wie ein Verschluss damit dran hängt und man hat Schwierigkeiten daraus zu trinken aus den Plastikflaschen, sondern alle möglichen anderen Gängeleien. Ihr kennt die selber. Ja, das war immer so ein Trumpf hier in Bulgarien, wo man sagt, hier hat man noch ein Stück Individualität, Freiheit. Mag sein, dass es immer noch irgendwo der Fall ist. Auch gerade vielleicht im Inland, nicht in den großen Städten. Da kann man noch irgendwo seine Freiheit bis zu einem gewissen Punkt ausleben. Aber auch da greift die krake EU immer mehr in das Leben der Bürger ein. Meine persönliche Meinung, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Gerne auch die Dinge, die ihr so zu bemerken habt. Das wollte ich auch nochmal anmerken. Dann das leidige Thema der bulgarischen öffentlichen Toiletten. Da hat sich nichts groß verändert die letzten 30 Jahre, 35 Jahre, 36 Jahre im Grunde genommen seit der Wende. Seit 89 hat man hier weiterhin die schlechte Situation der öffentlichen Bedürfnisanstalten. Ich weiß nicht, warum die das nicht im Griff bekommen. Ich habe zwar jetzt nicht mehr diese Plumpsklos gesehen, die früher gang und gäbe waren, gerade auf den Bahnhöfen. Aber insgesamt lässt es, außer man steigt vielleicht in einer der etwas wirklich besseren Hotels ab. Ich werde euch noch mal am Ende das Video von dem Burgas 5-Sterne-Hotel Primoretz verlinken. Da wohne ich meist, wenn ich im Burgas bin. Aber ansonsten kann man hier, gerade hier am Beach, auch Pech haben, ja, was die Toiletten betrifft. Sehr großes Pech. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich hier sehr verändert hat, und ich kann die Entwicklung, glaube ich, sehr gut einschätzen, ist, dass die Ellenbogengesellschaft hier fortgeschritten ist. Dieser Zusammenhalt, wie es früher war, ist nicht mehr so ausgeprägt. Jeder ist sich der Nächste, mein Eindruck. Und gut, auf den Straßen sind sie schon immer gerast. Ich bin gestern mit einem Mietauto hier aus Semjonovgrad in Varna eingetroffen, habe ja noch mal einen Zwischenstopp gemacht am Sonnenstrand, einen Freund zu besuchen.
Da wurde auch nur abgezockt. Da war ein Taxi, muss ich euch noch erzählen. Ein Taxi stand da. Ich habe auf die Preisliste geschaut. Die haben da an den Fensterscheiben des Autos immer die Preisliste. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, wenn ich einen Stuhl gehabt hätte. Das höchste war, was ich gesehen habe, pro Kilometer 7,50 Lever. Und das niedrigste 2,50 Lever. Aber eher in dem Bereich. Da sollen die Touris eindeutig abgezockt werden. Ich habe heute mal hier in Warne auf ein normales städtisches Taxi geachtet. Da waren noch die Preise zwischen 70 Sotinki und das Maximalste war 2,50 Lever pro Kilometer. Ich denke mal, es ist dann eine Nachtfahrt oder so. Nur mal als Beispiel. So, dann zusätzlicher Grund, warum es aus meiner Sicht nicht mehr so attraktiv ist, hierher auszuwandern. In der Infrastruktur hat sich nichts verändert. Eher schlechter geworden. Welche Autobahnen haben sie denn wirklich geschafft, fertigzustellen? Die Magistrale 1 zwischen Sofia und Burgas, die gab es schon, auch schon zu DDR-Zeiten. Die war in einem ganz schlechten Zustand. Die ist erneuert worden, teilweise zumindest. Wird jetzt auch gerade dieses Jahr ganz stark erneuert. Da sind etliche Kilometer, die man einspurig zurzeit fährt. Aber an neuen Autobahnen, außer dieser Autobahn Mariza, die Richtung Türkei geht, also bei Plovdiv, hinter Plovdiv abzweigt. Die ist neu gebaut worden, die ist aber auch schon wieder im jämmerlichen Zustand. Und die Nordautobahn, die sie immer noch nicht geschafft haben zu verbinden, die Städte Warna mit Sofia, die wird gebaut. Dann die Zugverbindungen, katastrophal aus meiner Sicht im Jahre 2025 für ein EU-Land. Die Preise sind niedrig. Dazu hat der Longshot-Blitzer, auf dem ich mich heute innerhalb eines Videos gleich schon zweimal berufen muss, auch ein Video gemacht. Die sind günstig, ja, aber was man da geboten bekommt. Und für die wichtigsten Städte, die Verbindung zwischen Sofia und den Schwarzmeerküsten, gibt es 3-mal am Tag eine Verbindung zu unattraktiven Zeiten. Sorry, das muss nicht sein. Das hat zum Beispiel in Asien, im rückschrittlichen der Länder, zum Beispiel in Kambodscha, klappt das besser. Ja, mittlerweile. Straßen, die normalen Straßen sind im schrecklichen Zustand. Gerade diese Verbindung zwischen den beiden größten Schwarzmeermetropolen, Varna und Burgas, die bin ich gestern ja, wie gesagt, gefahren. Katastrophal. Da ist nicht einmal irgendwie eine Autobahn angefangen worden in den letzten Jahren. Da gibt es irgendwie einen Rest einer Autobahn, die schon mal zu tiefsten kommunistischen Zeiten gebaut wurde. Die geht aber nur 10 Kilometer hier kurz vor Warna und danach erstreckt sich die Straße durch die Berge in schwierigen Serpentinen, wo man teilweise nur 20 km/h fahren kann. Tiefen Schlaglöchern. Keine Zugverbindung. Flugverbindung brauchen wir nicht drüber zu reden. Gibt's auch nicht. Und mal ein Highspeedboot, wo man sagt, das wäre so meine Idee, mein Wunsch hier vom Port Varna, ja, da hinten nach Burgas, vielleicht so eine Verbindung 3-4 Mal am Tag und in der Hochsaison 6 Mal am Tag. Ein Katamaran gab's früher irgendwann mal, gibt's auch nicht mehr. Also Infrastruktur ist mehr als dürftig hier. Also bleibt ja nur immer das Auto und da fahren sie wie die Wahnsinnigen auf der linken Spur mit Aufblendlicht und Blinker und man traut sich gar nicht, ein Auto zu überholen, weil garantiert wieder ein BMW X7 hinten dran klebt. Oder sogar ein LKW, wie mir gestern passiert ist. Der war 1 Meter entfernt hinter meinem Auto, hat sich ein riesen LKW bei 100 km/h 100 rangeklemmt. Ja. Also, na gut, das wollte ich noch mal sagen. Lass uns weitergehen. So Leute,
Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich verlinke euch nochmal hier ein weiteres Video von einem Stadtspaziergang in Burgas. Und haltet mir die Treue, wir sehen uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Do widzenia!